Ein 30 Kilogramm schwerer Golden Retriever verbrachte 5 Jahre angekettet in einem Hinterhof, geschlagen und ausgehungert und weigerte sich, irgendeinen Menschen in seine Nähe zu lassen. Das Tierheim sagte, er sei zu beschädigt, zu aggressiv, nicht mehr zu retten. Aber was geschah, als ein 4-jähriger Junge mit blonden Haaren und Down-Syndrom sich neben ihn setzte, wird sie an zweite Chancen glauben lassen. Das ist Duke. Und das ist Oliver, der kleine Junge, der etwas in einem zerbrochenen Hund sah, das niemand sonst sehen konnte. Vor 6 Monaten beschlagnahmte die Tierkontrolle Duke von einem Grundstück in Georgia, nachdem Nachbarn ständiges Bellen gemeldet hatten. Was die Beamten fanden, machte sie krank. Duke war abgemagert, mit Narben bedeckt, mit kahlen Stellen im Fell. Seine Kette war im Baum eingewachsen, verrostet und kurz, so kurz, dass er sich kaum hinlegen konnte. Kein Futter, kein Wasser, kein Unterschlupf, nur ein Hund, der vergessen worden war. Er war mindestens 5 Jahre dort draußen, sagte der Beamte zum Tierheimleiter. Der Besitzer sagte, der Hund sei zu aggressiv, also kettete er ihn an und vergaß ihn. Duke kam im Riverside-Tierheim völlig verstört an. Er fraß nicht, trank nicht. Wenn jemand sich seinem Zwinger näherte, wich er in die Ecke zurück, knurrte, zeigte die Zähne, zitterte am ganzen Körper. Er ist angstbedingt aggressiv, sagte Doktorin Sarah Schmidt, die Tierheimtierärztin. 5 Jahre Misshandlung. Ich weiß nicht, ob er davon zurückkommen kann. Das Tierheim versuchte alles. Erfahrene Betreuer, Leckerlis, nichts funktionierte. Duke ließ niemanden näher als 2 Meter heran, ohne zu knurren und an der Zwingertür hochzuspringen. Nach 3 Wochen traf die Leiterin eine Entscheidung. Wir haben alles versucht. Er frisst nicht richtig, er ist verängstigt und er ist gefährlich. Wir müssen Euthanasie in Betracht ziehen. Dr. Schmidt schloss die Augen. Geben Sie mir noch eine Woche. Lassen Sie mich eine Pflegefamilie finden, jemanden, der Trauma versteht. Da rief sie die Familie Müller an. Laura und David Müller hatten Dutzende Hunde gepflegt. Aber dieser Anruf war anders. Dieser Hund wurde schwer misshandelt, sagte Dr. Schmidt. Er vertraut Menschen nicht. Er wird vielleicht nie Menschen vertrauen. Und Sie haben ein kleines Kind. Erzählen Sie mir von dem Hund, sagte Laura ruhig. Dr. Schmidt erklärte Dukes Geschichte, die Kette, das Verhungern, die Angst. Oliver hat Down-Syndrom, sagte Laura. Menschen haben uns sein ganzes Leben lang gesagt, dass er zu viel sei, dass er nie lernen würde, dass wir aufgeben sollten. Wir haben es nicht getan und wir werden nicht bei einem Hund aufgeben, dem das Gleiche gesagt wurde. 3 Tage später kam Duke in einer Transportbox an. Er wollte nicht herauskommen. David kippte die Box im Garten auf die Seite und wartete. Duke kroch schließlich ins Gras. In dem Moment, als er David 6 Meter entfernt sah, rannte er in die hinterste Ecke des Gartens, drückte sich gegen den Zaun und blieb dort, zitternd, beobachtend, wartend auf den Schmerz, den er von Menschen gelernt hatte. 48 Stunden lang bewegte sich Duke nicht von dieser Ecke. Laura brachte Futter und Wasser, stellte es 3 Meter entfernt ab und ging zurück ins Haus. Duke fraß nicht, während jemand zusah. Der 4-jährige Oliver beobachtete das alles vom Küchenfenster aus, sein blondes Haar im Nachmittagslicht. Hundi hat Angst, sagte Oliver, seine Sprache sorgfältig und bedacht. Ja, Schatz, sagte Laura, der Hundi hat große Angst. Ich zu Hundi gehen? Noch nicht, Olli. Wir müssen ihn sich erst sicher fühlen lassen. Aber Oliver hatte andere Pläne. Am 3. Tag, während Laura oben war, öffnete Oliver leise die Hintertür. Er hielt sein Lieblingsbuch, Der großzügige Baum, und seinen Stofflöwen. Duke sah ihn sofort. Sein Körper erstarrte. Ein leises Knurren begann. Oliver blieb etwa 5 Meter entfernt stehen. Er ging nicht näher, er setzte sich einfach ins Gras und öffnete sein Buch. Duke knurrte lauter. Warnung, bleib weg! Oliver bewegte sich nicht. Er begann einfach zu lesen, laut, langsam. Es war einmal ein Baum und er liebte einen kleinen Jungen. Dukes Knurren verebbte zu unsicherer Stille. Oliver las 10 Minuten lang. Dann schloss er das Buch, stand auf und ging zurück ins Haus. Er schaute Duke nicht an, versuchte nicht, ihn zu streicheln, las einfach seine Geschichte und ging. Laura, die von oben zusah, spürte Tränen. Am nächsten Tag tat Oliver es wieder. Gleicher Platz, gleiches Buch. Duke knurrte weniger.
Am 5. Tag knurrte Duke nicht mehr, er beobachtete nur. Diesen kleinen Menschen, der nicht schrie, nicht schlug, der einfach saß, las, ging. Am 8. Tag geschah etwas Außergewöhnliches. Oliver las, als Duke aufstand. Laura hielt den Atem an. Duke griff nicht an, er machte einen Schritt. Noch einen. Langsam. Bis 3 Meter von Oliver entfernt. Oliver las weiter. Und der Junge liebte den Baum. Sehr. Duke setzte sich. 3 Meter entfernt. Er hörte zu. Ich sehe, ihr habt nicht abonniert. Das macht mich traurig. Wenn ihr Geschichten wollt, wie beschädigte Seelen und Kinder einander heilen, abonniert jetzt. 3 Wochen später machte Duke seinen Schritt. Oliver las, als Duke auf ihn zuging. 1 Meter entfernt blieb er. Körper angespannt, aber er blieb. Oliver streckte seine Hand aus, Handfläche nach oben. Dukes Nase berührte Olivers Handfläche. 1 Sekunde, dann zurück. Oliver lächelte. Guter Hundi. 2 Tage später ließ Duke Oliver seinen Kopf berühren. 3 Tage danach legte sich Duke neben Oliver. 1 Woche später Kopf auf Olivers Schoß. Laura rief Dr. Schmidt an. Sie müssen das sehen! Dr. Schmidt kam, Duke und Oliver im Garten. Oliver las, Duke an seiner Seite, Schwanz wedelnd. Ich habe so etwas nie gesehen. Vor 3 Monaten versuchte er, jeden zu beißen. Jetzt hat er einen besten Freund. In 2 Monaten war Dukes Verwandlung bemerkenswert. Er fraß regelmäßig, Gewicht normalisiert, Fell golden, Angst verblasste. Duke wurde Olivers Beschützer. Wenn Oliver spielte, verließ Duke nie seine Seite. Wenn Oliver müde wurde, wurde Duke sein Kissen. Wenn andere Hunde grob wurden, trat Duke dazwischen. Er weiß, dass Oliver ihn rettete. Jetzt revanchiert er sich. 6 Monate später rief das Tierheim an. Wir haben einen Adoptionsantrag. Nein, Duke ist zu Hause. Wir adoptieren ihn. Tierheim erließ die Gebühr. Dafür, dass sie zeigten, dass zerbrochene Seelen heilen können. Heute ist Duke 2 Jahre bei den Müllers. 30 Kilo, Fell glänzend. Jeden Nachmittag um 15 Uhr mit einem blonden Jungen, der liest. Oliver ist 6. Lesen verbesserte sich dramatisch. Logopädin sagt, Lesen für Duke half seiner Sprachentwicklung mehr als alles. Oliver lernte, kaputte Dinge können repariert werden. Geduld zählt, Liebe gibt nicht auf. Duke lernte, nicht alle Menschen verletzen. Manche retten, manche, Kleine mit blonden Haaren, sehen dich für das, was du werden kannst. Tierheim verwendet Dukes Geschichte im Training. Gebt schwierige Fälle nicht auf. Manchmal brauchen sie sanfte Berührung. Manchmal sind beschädigte Seelen nicht jenseits der Rettung. Sie warten auf jemanden, der nicht aufgibt. Jemanden, der mit einem Buch zeigt, dass die Welt freundlich sein kann. Die Frage, kann Liebe Trauma heilen? Oder müssen beschädigte Seelen andere beschädigte Seelen treffen? Teilt eure Gedanken.